das gute Stück. Habe ich schon viele Jahre. Das ist die GKF 600 Professional. Und da soll es mal darum gehen, einen Frästisch zu bauen, der direkt hier drunter ist, den ich verstellen kann in der Länge. Und ich möchte damit später mal Kreise fräsen können und vor allen Dingen äh, ja, Fingerzinken, um Eckverbindungen zu fräsen. Darum soll es gehen. Jetzt möchte ich gerne hier eine Platte mit der CNC-Fräse fräsen, die ich hier drauf machen kann, mit dieser Schiene verstellen kann und hier mit dem Rändelrädchen und mit dem Schräubchen festmachen kann, dass ich es einstellen kann, wie weit der Fräser von meinem Anschlag dann entfernt ist. Das ist ja die originale Platte. Die hatte ich ja schon mal ausgetauscht, weil die ja ganz blödes Maß hat. Die ist quasi länger, wie sie breit ist. Und das macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Wenn man jetzt mit der Kantenfräse irgendwas ausfräsen möchte, irgendwas Rechteckiges, habe ich bei jeder Position, wenn ich die Fräse jetzt in die Ecken drücke, habe ich einmal das Maß. Und wenn ich dann hier in die Ecke gehe, habe ich dann das Maß. Und das kann es ja nicht sein. Das ist irgendwie total blöd gemacht. Das hat Makita hat das in meinen Augen nicht. Da ist es einfach rechteckig oder rund. Und da hatte ich mir hier schon mal so einen Kreis gefräst mit der CNC-Fräse, wo der Fräser genau in der Mitte sitzt und ich habe alle Anschlagkanten gleich. Das heißt, ich fahre in die Ecke, habe dasselbe Maß, fahre in die Ecke, habe dasselbe Maß. Ja, in jede Ecke quasi. Und mit der originalen Platte musste ich halt die Fräse jedes Mal drehen, dass ich immer denselben Abstand habe. Und das war halt total blöd. Aber das war ein anderes Thema. Jetzt soll es mal darum gehen. Jetzt habe ich schon bei LibraryCAD eine Zeichnung gemacht. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist die Zeichnung in LibraryCAD. Und das soll jetzt so sein, dass die Schiene von der Kantenfräse hier drinnen läuft. In diesem Bereich. Und das mittlere Teil wird komplett ausgefräst, wo die Schraube dann rausgeht von der anderen Seite mit der Rändelschraube. Der Bereich hier wird komplett rausgefräst. Das ist quasi der Fräser. Also in dem Bereich ist der Fräser, wo er läuft. Und ich kann in der Schiene diesen Fräser dann in dem Bereich hin und her verstellen, damit ich dann hier mein Nutenstück hier von unten festschrauben kann. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Entweder schrauben oder ja, ob ich es fest verleime. Aber ich würde es gern halt abnehmbar machen, dass ich halt auch Kreise damit fräsen könnte. Und das habe ich jetzt schon mal in Estelcam soweit ja, die Fräsbahn skaliert. Und das fräsen wir jetzt aus. Da bin ich selber gespannt. Ich habe hier noch 2 Bohrungen gesetzt. Die habe ich jetzt nur Millimeter tief gemacht, nur damit ich weiß, wo sie sind und dass sie parallel sind, genau an der Stelle, wo sie sitzen. Und die eigentliche Fräse, die sitzt ja dann hier in dem Bereich. Und da sind 4 Millimeter Schrauben, die in die Fräse reingehen. Da setze ich mir die Fräse dann hier drauf in die Schiene und die zeichne ich dann per Hand an und die bohre ich dann auch per Hand. Weil das ist auch ganz blöd gemacht. Die Fräse ist in der Breite 7,4, in der Breite irgendwie 8, noch was. Und die Bohrung in der Fräsplatte von der Bosch sind auch nicht gleich. Das war schwer zu messen, deshalb machen wir das später per Hand. Gut, dann baue ich euch mal um und dann wird gefräst. So, meine lieben, Fräse ist eingerichtet. Abgenullt haben wir sie auch. Ich hoffe, es klappt alles. Gibt ja bei mir öfters mal Bruch, kennt ihr ja. Und schauen wir mal, wie es läuft. Drücken wir mal auf Start. Ich schmeiße die Absaugung mit an, weil es Multiplex und ich will ungern den Staub wieder hier drin haben. Ja, viel Spaß!
das war's. Das sah erstmal ganz gut aus. Das baue ich jetzt aus und dann zeige ich es euch gleich. So, jetzt habe ich es ausgebaut aus der Fräse, aus der CNC-Fräse. Und jetzt probieren wir mal, ob das passt. Hier sieht man quasi das Langloch, wo der Fräser drin läuft später. Und hier, das ist die Schienenführung von der Kantenfräse. Das setzen wir jetzt mal drauf, gucken, ob das funktioniert. Ja, das passt ganz gut. Und dann würde von hier die Schraube reinkommen. Und von der anderen Seite dann die Rändelschraube, die Rändelmutter. Schauen wir mal hier drauf. So war der Plan. Ja, ob die mir später natürlich im Weg ist, das weiß ich noch nicht. Aber für kurze Projekte müsste es auf jeden Fall funktionieren. So, jetzt bin ich am Überlegen. Die Fräse ist natürlich hier vorne jetzt noch lose, ne? Wie man sieht. So richtig stabil ist das natürlich nicht. Die darf sie natürlich nicht wegdrücken. Wenn ich jetzt natürlich die 4 Schräubchen durchbohre und hier festmache, so hatte ich es eigentlich gedacht, aber das funktioniert ja nicht, weil dann kann ich es ja nicht mehr verschieben. Entweder muss ich jetzt hier auch Langlöcher machen und von unten die Schraube ja ein bisschen einlassen, dass sie halt, dass unten wieder plan ist. Das weiß ich noch nicht. Ich schleife das jetzt erstmal, ich baue das wieder aus, schleife das erstmal, mache mal die Anbindungen alles ab. Und dann müssen wir uns überlegen, wie es dann weitergeht. Bis gleich. So, meine Lieben, ich habe mich jetzt entschieden, ich werde jetzt von unten eine Langlochtasche einfräsen, wo ich dann die Schrauben von der Kantenfräse hin und her ziehen kann mit einer Vertiefung, dass unten halt dann plan ist. Jetzt habe ich das Werkstück umgedreht und jetzt muss man natürlich für das genaue Maß die Ecke genau antasten. Das mache ich jetzt mit der Tastplatte. Auch als Verdrehung, weil das könnte sein, dass das Bauteil jetzt minimal verdreht ist und das muss ja jetzt genau sein, weil sonst passt meine Führungsschiene nicht mehr mit den Löchern von der Fräse zum Anschrauben. Deshalb müssen wir das so machen. Esselcamp fährt jetzt erstmal oben drauf auf die Tastplatte, dann von links an die Tastplatte und weil ich verdreht das Werkstück eingebe, macht er dann vorne die Seite auch noch zweimal. Jetzt müssen wir natürlich gleich, wenn er hier vorne antastet, den Fräser einmal drehen, weil das nur ein Zweischneider ist. Sonst passt das Maß nicht genau. Das probieren wir jetzt. Jetzt hat er von oben angetastet. Jetzt tastet er von links an. Genau. Jetzt müssen wir den Fräser einmal ein bisschen drehen, dass ich mit der einen Schneide an das Werkstück komme. Ja. Genau. Jetzt fährt er vollautomatisch genau auf die Ecke vom Werkstück. Die Tastplatte ist ja 10 mm dick an den Rändern, das zeige ich euch jetzt mal. Hol die mal da raus. Da hatte ich aber auch schon mal ein Video von gemacht. Hier sitzt ja quasi die Ecke von dem Werkstück. Hier mit einer Freifräsung, damit die Ecke genau hier reingeht. Und die Materialstärke, die zieht er jetzt automatisch ab, weil ich die Tastplatte bei Esselcamp hinterlegt habe. Jetzt müsste der Fräser eigentlich genau auf der Ecke sein. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Start drücken. Ich lasse jetzt die Absaugung mal ab. Und dann hoffen wir, dass das passt. So. Und dann drücken wir jetzt mal auf Starten. Dann sollte er das hoffentlich so machen, wie das so von uns gewünscht ist.
So, das baue ich jetzt aus und dann machen wir mal einen Test, ob das so passt mit den Schrauben, dass die Kantenfräse da reinpasst. So, das ist jetzt das fertige Bauteil. Jetzt sieht man hier die Langlochtasche mit dem Versatz. Ja, man sieht es ganz gut. Jetzt bauen wir die Fräse von oben wieder ein. Machen uns hier hinten die Schraube wieder rein. Mit der Rändelmutter. Nur, dass er einmal provisorisch fest ist. Und jetzt können wir mit unserem 4 mm Schräubchen mit Unterlegscheibe, ich habe extra einen 6 mm Fräser genommen, damit wir da mehr Spiel haben. Und jetzt können wir die von unten da reindrehen. Machen wir gleich noch mit dem Schraubenzieher fest. Schraubendreher, Entschuldigung. Die andere Seite. Schraubendreher mal holen. Da haben wir schon. Und jetzt können wir die von hier unten. Jetzt habt ihr schon gesehen, wie sich die Platte an die Kantenfräse ranzieht. So. Ja, jetzt liegt es plan auf, wie ihr seht. Ja, super cool. So war der Plan. Top. Jetzt ist es auch richtig stabil und fest. Und jetzt kann ich, wenn ich die wieder ein bisschen löse, die Rändelmutter löse, dann sollte die Kantenfräse sich jetzt verschieben oder auch nicht. So, ist fest hier. Ah, jetzt. Ja. Und jetzt kann ich die auf der Platte verschieben, kann die auf mein Maß einstellen, wie ich sie später haben möchte. Hier kommt ja noch später noch ein Leistchen drunter. Und dann brauche ich nur die 3 Schrauben, oder die 2 Schrauben und die Rändelmutter festziehen. Auf mein gewünschtes Maß. Ja, top. Super cool geworden. Da gibt es dann noch mehrere Videos von, wie ich das dann auch anwende. Oder wenn ich dann hier den Streifen für zum Beispiel für die Fingerzinkenfräse hier drauf mache. Das weiß ich auch noch nicht, wie ich das genau mache, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir ein Like da und abonniert mich, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ach, und schaut mal in meine Videobeschreibung. Da habe ich ganz viele Werkzeuge und Maschinen verlinkt. Wenn euch da irgendwas gefällt, greift zu, kostet nicht mehr. Ich danke euch. Ciao, macht's gut.